Gibt ja keine Ampel mehr. Licht ist ausgeschaltet, more or less. Von wem werden wir denn dann jetzt noch regiert? Naja, Ampel gibt es nicht mehr, aber nach 19 Jahren mal wieder Rot-Grün ist doch auch was Schönes. Wäre nur gut, wenn man jetzt so richtig wüsste, wer da eigentlich mitregiert. Und das hat sich heute Morgen gewissermaßen minütlich geändert. Wir schauen mal drauf, wer da jetzt mitmacht und die ganzen FDP-Minister ersetzt oder auch nicht ersetzt. Wir schauen uns das mal an. Eieiei. Werfen wir mal einen Blick darauf, wer jetzt in dieser neuen rot-grünen Regierung mitmischen wird. Christian Lindner, der wird ersetzt. Heute um 14 Uhr bekommt er seine Entlassungsurkunde und dann übernimmt der Staatssekretär im Bundeskanzleramt Jörg Kukis. Das ist ein Scholz-Vertrauter, mit dem Scholz schon länger sehr vertraut zusammengearbeitet hat. Und der war eigentlich mal der Deutschlandchef von Goldman Sachs. Und der ist dann irgendwann in die Politik gewechselt, hat sich dann da mit Scholz gut verstanden und wird jetzt eben der Finanzminister und soll dann eben die Projekte, die Scholz noch vorhat, mit ihm umsetzen. Verkehrsminister Volker Wissing, der ist der Einzige, der nicht ersetzt wird. Er möchte nämlich in der Regierung bleiben, möchte sein Amt weiter ausführen und hat dafür sogar die Freien Demokraten, die FDP, verlassen, hat seinen Parteiaustritt angekündigt und möchte eben hier bleiben. Und das Ganze, das hatte sich ja gewissermaßen schon angekündigt. Die Gerüchteküche, die brodelte, als man eben gestern diese Bilder gesehen hat, wo man festgestellt hat, Volker Wissing, der war gar nicht dabei, sondern nur die anderen FDP-Minister. Allerdings, für Volker Wissing wird es jetzt schwierig, denn seine Staatssekretäre, die haben hingeschmissen. Das heißt, er muss sich erstmal auch neue Mitarbeiter suchen. Interessant aber auch, wer hier übernimmt. Justizminister Marco Buschmann, der hat auch hingeschmissen, tritt also aus, wird nicht mehr weiter regieren. Dieses Ressort, das soll aller Voraussicht nach, wir müssen da vorsichtig sein, das hat sich heute Morgen ständig immer wieder geändert, aber wahrscheinlich Innenministerin Nancy Faeser übernehmen. Bildungsministerin Stark-Watzinger, die wird auch gehen und dann ersetzt durch die grüne Familienministerin Lisa Paus. Das wird natürlich alles noch hochinteressant bleiben, ob das jetzt wirklich so kommt. Um 14 Uhr dann die Entlassungsurkunde für Christian Lindner, den jetzigen Finanzminister noch. Aber mal sehen, ob das dann auch wirklich so bleibt. Also, ja, da passiert einiges beim Personal und zumindest für eine kurze Zeit, allzu lang wird es ja wahrscheinlich nicht dauern, haben wir dann erstmal wieder Rot-Grün. Ja, und da kann dann auch wiederum noch mal einiges passieren, Marianne. Da sollten wir nicht locker lassen, weiter drauf schauen. Alles klar, danke schön.